Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei hiphop.de. Mein Name ist Anita und ich befinde mich hier gerade bei der European Backstage, kurz EBS, presented by Snipes. Und was hier so abgeht, das seht ihr jetzt. Was erwartest du so von der heutigen Veranstaltung? Also die Erwartungen sind immer krass hier hoch. Ich erwarte eigentlich gar nichts, will einfach nur umgehauen werden und ich weiß, dass jedes Jahr die Veranstaltung überkrass ist. Ist ja auch deswegen zur Weltmeisterschaft geworden. You're definitely gonna be entertained. The kids battle, the women battle, the male category. So as a spectator, I think it's a good show. As a Krumper, it's gonna test your limits, it's gonna test your brain, it's gonna test your get off, and you can really see where you stand when you're able to measure yourself against the best in the world. The roof is gonna go falling down because it's a 10-year anniversary and we're gonna make sure the stage will not be clean after we're done with it. Found in Krump everything that I've been learning before, but everything in one. But most important, I found something back to the main essence of dance, pushing yourself and also creating characters, creating stories. And Krump is about pushing yourself into your limits. Krumping ist eins der ehrlichsten Tänze im urbanen Bereich, weil du da einfach deine Emotionen so gut rüberbringen kannst wie in kaum anderen Tanz. Aber auch so Emotionen, die man sich nicht sonst traut zu zeigen. So. Deswegen ist Krump einfach, man nennt das raw, es ist einfach roh und es ist einfach echt. Das ist das Geile an Krumping. Wenn man den Tänzerischen betrachtet, so ich finde mega, also abgesehen vom Ausdruck, den ich auch total feiere, der sonst in den anderen Stilen ja nicht so präsent ist, der ist ja hier total auch im Vordergrund. Alles, also die Arme, die Form, diese Isolation, dieses Lockertsein, aber dann wieder anspannen, dieses Extreme, das hat mir echt gut gefallen, hat mich inspiriert auch. Also es ist schon eine ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich große Challenge, auf so einer Bühne zu tanzen, auch als Kid. Und die haben ein richtig hohes Niveau, definitiv. You goes first. Who do you want to battle? Bam! The juniors, they are crazy, especially the kids. They dance like us, you know, because they have us, so we educate them stuff, but they dance like grown people. It's crazy. Was ich so richtig krass finde bei den Kids tatsächlich ist, dass abgesehen von den Skills, die sich einfach dem Moment hingeben, so, was ich auch finde, was das so krass ausmacht. Und man hat einfach bei mehreren von den Kids gesehen, wie krass die da sind und loslassen auch so im Ausdruck. What is it especially about Krumping that you love so much? When I'm maybe mad or happy,
then I can let it out. So you can express your feelings, right? And the crowd, the hype, I love it. So that's why I want to dance all the time. You're also one of the dancers, right? Yeah. Okay, are you excited? Yeah, I'm quite excited. Yeah. How did you get prepared? To be honest, I asked my dance teacher if he could help me with some moves. So we practiced and practiced just so I got better. What do you love most about crumping? Well, I love Krump because it's sort of, it makes your imagination come free. Hier ist auch eine mega Stimmung, die Zuschauer machen auch voll mit, ne? Der Hype ist da, der Hype ist real. Wenn es um Krump geht, ist der Hype real. Und das ist so die einzige Tanzrichtung, die einzige Szene, wo die Leute sich wirklich vom Herzen unterstützen. Jeder ist einfach dabei, die sind einfach gefesselt von einer Person, die vorne auf der Tanzfläche steht und tanzt. Nur so kommt man aus sich heraus, nur so wird man besser, nur so traut man sich. Und das finde ich im Krump geil. Und deswegen bin ich immer sehr gerne hier beim EBS. Gibt es irgendwas Bestimmtes, was ihr besonders am Crumping feiert? Der Hype drumherum. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Zu den Zuschauern oder zum Teilnehmer. Zuschauer, Teilnehmer. Dann bist du selber drin, weil du bist selber drin. Deswegen habe ich den Mädels schon gesagt, ihr müsst mitkommen, weil es gibt kein anderes Battle in der urbanen Szene, was so von den Zuschauern beeinflusst wird. Und das ist halt beim Krump wichtig, dass du dich hypst. Can you give us a little bit of background information for the people that may not know about crumping and all that lifestyle and that community? Just to tell us a little bit about where it comes from and all of that. Yeah, it comes from LA, America, and it was in the early 2000s. And the originators, the creators are Big Miho and Eyez. They are the creators, 50-50%. And they were first clown dancers. And you know, they got bored with the style and they developed Krump in the living room of Eyez mama living room. Yeah, it was really a praise dance first, but then further they made it as in battle, you know, instead of fighting, gang banging each other, stabbing, shooting, they just battle, you know. This year I wouldn't miss it because it's the 10 years anniversary. It's like the biggest Krump event in the world. Für die noch nie hier waren, was würdest du denen sagen? Ich würde sagen, dass EBS auf jeden Fall cool ist und dass die hier kommen sollten. Es ist eine gute Energie. Es ist wirklich eine Experience, es ist etwas, was man nicht jeden Tag sieht oder jeden Monat. Es ist echt einzigartig. Stimmung ist da. Oh, Stimmung ist, ey, hast du das nicht gesehen vorhin? Gänsehaut pur, es ist einfach, also jeder, der nicht hier war, verpasst was. Richtig nice. Egal ob welche Altersklasse, die Kleinen, welche Hautfarbe, das ist komplett egal. Man kann nur lernen, sich zu öffnen. Und deswegen feiere ich EBS sehr. EBS ist einfach die Plattform, wo man Krump das erste Mal so richtig verstehen tut. Ne? Also was uns dahin gebracht hat, was wir genau machen. Also für mich ist etwas ein Event, ganz ehrlich, man muss EBS einfach besuchen. EBS ist der Shit, also auf jeden Fall kommen. Wer heute nicht gekommen ist, der hat was verpasst.